gentlemen, we are proud to present the Globe Trotter! Herzlich willkommen. Heute machen wir Käse und zwar einen Gouda-Käse. So, dafür benötigen wir einen schönen großen Kochtopf, ein Temperaturmessgerät für Lebensmittel, einmal Lab 1 zu 15.000, gelber Lab, dann Kefir, dann dieses komische Ding, keine Ahnung wie das heißt, ein schönes großes Messer, das scharf ist. Dann brauchen wir ein Käsetuch. Ich verwende dafür Mullbinden. Dann einen Joghurtbecher, wo wir ein paar Löcher reinbohren. Am besten von innen nach außen, dass die Molke abbrennt. Das wird unsere Käseform. Und noch einen Joghurtbecher mit der gleichen Form, ohne Löcher. Und zum Schluss braucht man noch einen Messbecher. Als erstes erhitzen wir 8 Liter Milch auf 32 Grad Celsius. Schön gemütlich erwärmen, nicht zu schnell. Schön langsam rühren, dass nichts anbrennt. Die warme Milch von unten muss nach oben mit der kalten vermengt werden. Immer wieder kontrollieren. Temperatur. Schön gemütlich. Beim Käsen hat man Zeit. Das dauert ein paar Stunden. Kein Stress. So, wie viel haben wir? Ein bisschen fehlt noch. Wir sind jetzt bei 32 Grad Celsius. Jetzt brauchen wir einen Säurestarter. Dafür verwenden wir Kefir aus dem Supermarkt. Kefir mild heißt der. Gut schütteln steht drauf, dann machen wir das natürlich. Für unsere 8 Liter Milch verwenden wir 120 Milliliter Kefir. Rein in den Messbecher. Schön unterrühren. Gemütlich. Jawohl, alles schön rein. Schön unterrühren, dass die ganze Milch was vom Kefir abbekommt und schön reagieren kann. Das ist unser Säurestarter und wir vermengen circa 1 Minute lang. Schön gemütlich umrühren. Ein bisschen vorspielen, dass nicht so langweilig wird. Wir verwenden keine künstlichen Bakterienkulturen. Alles Natur. So, jetzt lassen wir das Ganze reagieren. Und zwar 70 Minuten. Danke, Siri. Deckel zu, in 70 Minuten sehen wir uns wieder. So, 70 Minuten sind vorbei. Die Milch ist schon reagiert mit dem Kefir. Jetzt kommt das Lab dazu. Wir verwenden 5 Tropfen pro Liter Milch. Wir haben 8 Liter Milch verwendet, mal 5 Tropfen ist gleich 40 Tropfen von diesem Kälberlab, 1 zu 15.000. Schön vermischen mit Wasser, ca. 10-fache Menge Wasser. Das Lab bringt die Milch zum Eindicken, ohne dass sie sauer wird. Schön unterrühren. Wieder ca. 1 Minute unterrühren, dass hier alles vermengt ist. So, schon dass wirklich die ganze Milch
dem Kälberlapp in Verbindung kommt. Jawohl. Das wird reichen. Jetzt müssen wir schauen, dass die Milch zum Stillstand kommt. Die Bewegung der Milch, die Rotation muss gestoppt werden. Das muss komplett stillstehen. Es darf keine Bewegung mehr sein bei der Milch. So, jetzt lassen wir das Ganze wieder reagieren. Und zwar wieder unsere 70 Minuten. Super. Danke, Siri. Deckel zu. Nach 70 Minuten. Die Milch sollte eingedickt sein. Machen wir mal einen Test. Wow. Yes. Das ist perfekt. Das wird dann unser Käse. Wir schneiden jetzt dreimal in Abstand von ca. 2 cm. Ist nicht so genau. Zack, zack, zack. Lassen wir eine Minute absetzen. Dann, das war längs, jetzt kommt quer. Wieder ein Abstand von ca. 2 cm, so ungefähr. Ist nicht so wild. Ist ja ein Naturprodukt. Alles Natur. Keine künstlichen Bakterien, keine künstlichen Inhaltsstoffe. Alles Natur. Wieder eine Minute absitzen. Nach einer Minute, noch eine Minute, noch ein Minütle. Schneiden wir noch einmal schräg. Zack, zack, zack. Die großen Bruchstücke mal ein bisschen kleiner. Alles gut. Jetzt alle 5 Minuten umrühren. Das wird dann unser Käse. Wir müssen jetzt umrühren, weil wir wollen die Flüssigkeit rausbekommen. So schaut das dann aus am Anfang. Und dann vergleichen wir es, wie es zum Schluss ausschaut. Da habe ich ein schönes Vergleichsbild, Anfang, Ende. Da müssen wir das Wasser rauskriegen. Beziehungsweise die Molke. Und diese Bruchstücke müssen hart werden. Dazu müssen wir das Wasser rausbekommen. Wir schauen, dass wir bei ca. 32 Grad sind, plus minus. Wenn wir es nicht ganz schaffen, müssen wir ein bisschen nacherwärmen, auf 32 Grad. Jetzt ist es so zweimal jeweils 70 Minuten gestanden. Wird wahrscheinlich 2 Grad weniger haben, plus minus. Tun wir ein bisschen nacherwärmen, überhaupt keine Hexerei. Beim Erwärmen ist ganz wichtig immer umrühren, sonst brennt die Milch unten an. Schön vermengen unten die nachgewärmte Milch oben mit der etwas erkältet, erkältet wird sie nicht sein. So, wir rühren das Ganze um, insgesamt so circa halbe bis eine Dreiviertelstunde. Zuerst tun wir mal erwärmen auf unsere 32 Grad. Nehmen wir ein bisschen umrühren. 32 Grad haben wir erreicht. Jawohl. Umrühren, umrühren, umrühren. Dass wir die Flüssigkeit rausbekommen. Jawohl. Ich schaue mal auf die Uhr. So ungefähr 30 bis 45 Minuten, dass ich einen Anhalt habe. Jawohl. So, starten wir los.
Wir müssen ja gar nicht durchgehend rühren, sondern es reicht alle 5 Minuten ungefähr. Mal ein bisschen umrühren, 1, 2 Minuten. Immer wieder den Bruch checken. Da sehen wir schön, wie sich das entwickelt. Ja. Man merkt schon, die Konsistenz ist schon ein bisschen fester geworden. Ein bisschen fester. Flüssigkeit ist schon ein bisschen rausgegangen. Nach circa 10 Minuten mit kurzen Pausen schaut das Ganze so aus. Ja, man erkennt schon die Unterschiede. Im Vergleich, ganz am Anfang, war das viel weicher. So soll es sein, sind wir am richtigen Weg. Ja, genau. Jawohl. Die Bruchstücke werden schon kleiner und etwas fester. Das ist wichtig. Sehr schön. Jawohl. Schau, noch 20 Minuten. Das ist der Unterschied. Das sind noch die alten, das sind schon die neuen. Jawohl. Da ist noch ein großer Unterschied. Das Ziel ist, dass alle klein werden und dass die Flüssigkeit rausgeht, die Molke. Denn der Käse soll ja fest werden, der ist flüssig. Jawohl. Das waren noch 20 Minuten. Und jetzt schauen wir, wie es noch 30 Minuten ausschaut. Mal ein bisschen fester rühren. Das ist noch 30 Minuten. Jawohl. Schaut das Ganze schon ganz anders aus. Das meiste ist schon fest. Sehr schön. Ja, genau. Wunderschön. Viel kleiner, viel fester. Jawohl. Das wird unser Käse. Wir bereiten jetzt heißes Wasser vor. Circa 20 bis 30% von unserer 8 Liter Milch. Der Käse wird gewaschen, der Gouda, dass er nicht so intensiv schmeckt. Also verdünnen wir quasi die Molke mit Wasser. Ein Teil der Molke kommt weg und wird ersetzt durch Wasser, dass er nicht so intensiv schmeckt. Von unseren 8 Liter Milch 20 bis 30% weg, das ist ja nicht so happig. Ja. 2,5 Liter plus minus. Jetzt haben wir es ein bisschen abstehen lassen, dass die festen Bruchstücke sich am Boden sammeln vom Kochtopf. Dann kann man oben schön abschöpfen, ohne dass man Käsestücke, die festen, mitschöpfen. Mit den roten Pfeil habe ich markiert, wo unser Stand war ungefähr. Und da wollen wir dann wieder hin, nachdem wir mit dem Wasser aufgefüllt haben. So, die abgeschöpfte Molke bitte nicht wegwerfen, weil die kann man trinken. Schmeckt gut. Ich trinke das gern. Und Prost. Ding. Yes. Schmeckt gut. Jetzt das heiße Wasser. Temperatur vom Wasser 55 Grad Celsius. Jetzt intensiv umrühren. Wir haben ja vorher 32 Grad gehabt. Jetzt haben wir 55 Grad Wasser dazu getan. Circa 10 Minuten umrühren. Die Temperatur jetzt soll ca. 37 bis 38 Grad Celsius haben. Am Anfang könnte wahrscheinlich der Thermometer etwas mehr anzeigen, weil das heiße Wasser hat sich noch nicht ganz mit dem etwas kälteren Molke-Käse-Gemisch vermengt. Circa 10 Minuten umrühren, dass alles schön vermengt wird. Der Käse wird gewaschen, dass er nicht so intensiv schmeckt.
Das machen wir jetzt gerade. Jawohl. So schaut das dann aus. Zack. Schaut schon gut aus. Temperatur haben wir erreicht, 37, 38 Grad. Circa 10 Minuten verrühren, intensiv. Vorteil ist, wenn der Kochtopf ein bisschen größer ist, dann geht nichts verloren über die Ränder beim Umrühren. Noch einmal erwärmen. So, die Bruchkörner schauen jetzt schon so aus. Das ist schon viel, viel fester. Jawohl, das ist perfekt. Wir müssen erwärmen auf 43 Grad Celsius. Jetzt wird der Bruch gebrannt. Vorher haben wir ihn gewaschen, dass er nicht so intensiv schmeckt. Jetzt tun wir ihn brennen, dass er dann eine feste Konsistenz bekommt. 43 Grad Celsius, so ungefähr plus minus. 1 Grad kann er ruhig mehr haben. Alles im grünen Bereich. Ist ja ein Naturprodukt. Circa 10 Minuten umrühren. Umrühren, umrühren, umrühren. Mittlerweile wird die Hand schon wehtun vor lauter Umrühren. Völlig okay. Jawohl. Mittendrin immer wieder schauen, wie der Käsebruch sich verändert hat. Die Konsistenz ist ja schon fester geworden. Bin ja immer neugierig. Schauen wir mal nach. Aha. Das schaut ja schon spitze aus. Jawohl. Das wird unser Käse. Bitte nicht absetzen lassen, also bitte nicht aufhören zum Rühren, weil sich der Bruch sonst verfestigt am Boden des Kochtopfs. Das soll er jetzt bitte noch nicht. Ist noch nicht ganz fertig. Jawohl, nochmal schauen. Yes, yes. Wow, perfekt. Haha. Hand wechseln, weil tut mir schon weh von Umrühren. Noch 8 Minuten umrühren, es wird immer fester. Schauen wir noch einmal. Vergleichsbild, Start, Ende. Jawohl. Links angefangen, rechts. Das wird unser Käse. So, wir lassen absitzen. Wieder 10 Minuten. Noch 10 Minuten. Die Molke kann man trinken. Ich habe da schon genug getrunken. Den flüssigen Teil abgießen. Den festen Teil halten wir fest. Das wird dann unser Käse. Am Anfang war alles Milch, nur flüssig. Und jetzt schaut das Ganze ganz anders aus. Alles Natur, keine chemischen Inhaltsstoffe, keine künstlichen Bakterienkulturen, alles Natur. Ziel ist es, die ganze Flüssigkeit aus den festen Bestandteilen rauszubekommen. So, ich lasse ihn mal kurz absitzen. Sammelt sich noch ein bisschen Flüssigkeit. Gleich raus damit. Das spare ich mal später beim Pressen.
Das schaut schon einmal super aus. Dann her mit der Käseform, das war unser Joghurtbecher mit den Löchern. Das Käsetuch rein, sprich die Mullbinde. Gibt es im Supermarkt ganz billig. Mit der Hand schön rein, natürlich sauber gewaschen, desinfiziert. Schön rein. Da sieht man die Löcher, da rinnt dann die Molke ab. Anderer Joghurtbecher ohne Löcher, das ist unser Pressgewicht. Wasser rein. Alles Natur. Zack. Schauen, dass gerade drauf ist, sonst wird der Käse schief. Aber bei mir wird er sowieso immer schief. Zuerst einmal 15 Minuten pressen fürs Erste. 15 Minuten Pressgewicht herunter. Wir drehen den Käse um. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Schön vorsichtig. Das schaut schon aus wie ein Käse. Yes, der ist schon fest. Yes! Das ist Natur pur, unser Käse. Alles Natur pur. So, die Enden wieder zusammen. Zack, zack, zack. Und nochmals zack. Jawohl, halt. Schön gerade, sonst kriegt der Käse dann Falten. Das sieht man dann. Sonst haben wir die ganzen Muster drin. Nicht mit Gewalt, ganz locker. Da haben wir schon ausbreiten. Jawohl. So. Ganz leicht, nichts pressen, nichts mit Gewalt. Ganz leicht. Unser Pressgewicht drauf. Schauen, dass er gerade ist. Das Gewicht können wir etwas erhöhen. Zack. Und jetzt 3 Stunden pressen. Noch 3 Stunden. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Pressgewicht brauchen wir nicht mehr. Mit dem Käsetuch geht das schön raus. Der ist schon fest, jawohl. Den lassen wir ohne Pressgewicht über die Nacht ruhen. Gute Nacht. Jetzt am nächsten Morgen, guten Morgen. Käse kommt aus der Form. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Jawohl, wow, yes. Das ist unser Käse. Das ist unser Gouda. Salz drauf. Wir verwenden nur natürliches Atlantik-Meersalz ohne Zusatzstoffe, also unjodiert zum Beispiel oder ohne Rieslihilfe, alles Natur. Schön alles einreiben. Oberseite, dann Seite, Unterseite. Wichtig ist bei den Rändern, kriegt er schon eine Kruste. Das Salz zieht die Flüssigkeit aus dem Käse heraus. Und sorgt dafür, dass er eine schöne Rinne bekommt. Nach 12 Stunden schaut das Ganze so aus. Die dunklen Flecken, da sieht man schon, aha, ist ja schon ein bisschen getrocknet. Das helle braun ein bisschen. Immer wieder umdrehen, am besten alle 6 Stunden. Also in der Früh haben wir gesalzen, dann zum Mittag und am Abend, nächsten Tag weiter. So schaut das dann aus. Wir haben reifen lassen. 2 Monate Reifung. Man kann ein paar Kräuter dazu tun noch. Schauen wir mal, wie das ausschaut nach 2 Monaten. Wow. Perfekt. Das ist unser Gouda. Bitte den YouTube-Kanal abonnieren. Dankeschön. The globe